Liebe Geschwister, diejenigen unter euch, die mich schon ein bisschen besser kennen, ihr wisst, ich habe es nicht so mit den riesengroßen Dingen in der Bibel, also so mit diesem, also so die ganz, ganz großen Dinge. Ich bin eher derjenige, der sich mit dem beschäftigt, wo es um uns geht. Also was ist denn da drin, das mit mir zu tun hat? Also ich finde ja diese Schöpfungsgeschichte klasse, aber es ist halt doch arg weit weg. Also wenn der Geist Gottes über dem Urgrund schwebt und so. Also wann habe ich das letzte Mal einen Urgrund gesehen? Ein Tohuwabohu, also okay, ein Tohuwabohu habe ich erst wieder gesehen, wenn ich in meinem Wohnzimmer war. Und nicht, egal, ihr merkt, die ganz großen Dinge, die sind mein Ding nicht. Aber doch sind diese Wunder, von denen wir im Neuen Testament hören, immer wieder beeindruckend. Also da ist die Sturmstillung. Also man muss sich das vorstellen. Auf diesem See, umgeben von Bergen, und diejenigen unter euch, die schon mal in Israel waren, ich habe es mir erzählen lassen, da kommt dieser Wind runtergepfiffen von den Hügeln und da kann es von einem Moment auf den anderen auf diesem See relativ gefährlich werden. Das ist jetzt nicht irgendwie der Weiher am Bärenschlüssel, der See, sondern das ist eher der Bodensee. Also es ist richtig groß, richtiger Sturm, richtige Wellen. Gell? Und Jesus schläft in diesem Boot und die Jünger denken, sie gehen unter und es ist also Panik. Ja? Und Jesus wacht auf und sagt, was ist denn los? Ja? Und er gebietet dem Sturm, sei still. Und der Sturm ist still. Also das ist ja toll. Ne? Oder ein ähnliches Wunder auf diesem See. Die Jünger sind draußen mit dem Boot und Jesus hat irgendwie die Abfahrt verpasst und läuft übers Wasser hin zu den Seinen auf dem Boot. Alle, wow, toll, klasse. Ne? Und Petrus, wie er halt so ist, kann ich auch, ja, steigt aus dem Boot. Das Spannende ist, er geht nicht sofort unter, sondern er macht ein paar Schritte und geht dann unter. Also das ist ja auch spannend, gell? Dass er zuerst schafft und es dann nicht schafft. Egal, auf jeden Fall, Jesus lauft auf dem Wasser, zieht diesen pudelnassen Petrus da aus dem Wasser und bringt ihn zurück ins Boot. Also schon ziemlich beeindruckend, das ist großes Kino. Ne? Heilung, also wie oft heilt Jesus irgendjemand? Ne? Die ersten Krankheiten. Ne? Da gibt es Leute, die seit Jahren krank waren, die so von Pontius zu Pilatus gelaufen sind, die bei jedem Doktor und bei jedem Quacksalber und bei jedem Wunderheiler und beim anderen Doktor und im Krankenhaus waren. Und die berühren Jesus und werden gesund. Leute, die total die Hoffnung aufgegeben haben und gesagt haben, ich schaff's nie in diesem Teich, wo angeblich, wenn da was passiert, dann werde ich gesund, ich schaff's bloß nicht, das sind immer andere vor mir. Und Jesus sagt, du brauchst keinen Teich, du brauchst kein Wunder, du brauchst nur einfach aufstehen und wirkt ein Wunder. Also, hallo! Und dann eine meiner Lieblingsgeschichten, die Auferweckung des Lazarus. Wo dieser Lazarus im Grab liegt. Die anderen sagen, also nochmal aufmachen ist echt ein Problem. Dieser berühmte Satz aus dem Neuen Testament, Herr, er stinkt schon. Und Jesus sagt, mir ist scheißegal, mach dieses Grab auf, weil Lazarus lebe, komm heraus. Ganz eigenes Wunder. Also das sind die richtig großen Wunder. Ich könnte jetzt gerade so weitermachen. Und ihr merkt, also ich bin schon ziemlich beeindruckt. Und in der Theologie, also in der systematischen Theologie, so wie ich es mal gelernt habe, da haben jedes von diesen Wundern dann auch eine eigene Kategorie. Also wir sind Deutsch, wir organisieren unsere Wunder. Also da gibt es Heilungswunder, da gibt es Naturwunder, da gibt es Auferweckungswunder. Und dann gibt es eine weitere Kategorie, die ich ganz spannend finde, und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das sind die Wunder, die mit Nahrungsmitteln zu tun haben. Die sogenannten Speisungswunder. Und da fallen uns zwei gleich als allererstes ein. Eins haben wir gerade in der Lesung gehört. Die Speisung der 5000. Und dann natürlich das andere große Wunder, das mit Lebensmitteln zu tun haben, ist das erste Wunder, das Jesus überhaupt wirkt. Wein, genau.
das erste Wunder, das Jesus tut, ist das Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana. Also ihr kennt diese beiden Wunder. Das eine Mal lagern 5000 Leute da und haben vergessen, Abendessen mitzubringen und die Jünger sagen, was machen wir denn jetzt? Und Jesus sagt, gar kein Problem, da ist ein Kind, das hat was dabei und er verteilt Brot und Fisch so lang, bis alle satt sind und 12 Körbe übrig sind. Und beim Weinwunder verwandelt er Wasser in Wein, das der Speisemeister, der Maître d' oder wie nennt man der Weinkellner halt, sagt, also hallo, normalerweise gibt man den guten Wein zuerst, solange es die Leute noch schmeckt und der Fusel nachher, wenn sie schon besoffen sind. Ja, also wo kommst du jetzt mit dem ganzen guten Wein her? Auf den ersten Blick scheinen das ja eher nebensächliche Wunder zu sein. Also ganz ehrlich, wie können denn ein paar Krüge Wein mithalten mit einer Heilung oder mit einer Totenauferweckung? Und wie können ein paar Fische und Brote mithalten mit einer Sturmstillung und einem Gang über das Wasser? Für mich sind aber diese kleinen, diese Speisewunder, diese leisen Wunder trotzdem wichtig, und zwar aus 3 Gründen. Zum einen, weil Jesus da seine Menschlichkeit zeigt. Ganz oft erscheint uns Jesus ich will ihn nicht kritisieren, aber ziemlich weit weg. Also dieser große Wundertäter, der auf dem Wasser geht. Also ganz ehrlich, ich hätte es mir nicht traut, aus dem Boot rauszusteigen, mitten auf dem See. Also schon beeindruckend. Der Heiler, super überwältigend. Der Auferwecker, vollständig unbegreiflich. Und dann lehrt er auch noch und sagt Tiefgehendes, ganz Überwältigendes. Er sagt solche Sätze wie, selig sind die Barmherzigen, die Frieden schaffen. Die Trauernden, die einfach sind vor Gott, diejenigen, die dürstet und hungert nach Gerechtigkeit. Selig sind. Große Sätze, die wir singen können. Selig sind, die Verfolgung leiden. Sätze, dass noch Menschen in Jahrhunderten sie zu Musik setzen. Oder erzählt von diesem kleinen Samen, der da wächst und zum großen Baum wird. Und er sagt, dass der Sabbat da ist für die Menschen und nicht der Mensch ein Sklave des Sabbats ist, diese ganzen großen, tiefen, wunderbaren Dinge. Und dann passieren diese Wunder von ein bisschen Wein für ein Fest und von Brot und Fisch für ein Abendessen. Und da zeigt Jesus, dass Jesus selber Mensch ist, dass er eben versteht, was wir Menschen brauchen, dass er eben sich nicht zu fein ist, den Menschen da zu helfen, wo sie ihn gerade brauchen. Gemeinde, Jesus ist nicht der große Theologe, sondern Jesus ist der Mitmensch, der dabei ist. Weil ich bin mir relativ sicher, dass Jesus sich von dem Wein auch ein ziemlicher Becher gegönnt hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass er von dem Brot und dem Fisch auch gegessen hat, weil er nämlich auch hungrig war. Das erzählt so ganz viel von Jesus. Und zum Zweiten sind diese Wunder für mich wichtig, weil er die Menschen darin mit einbezieht. Er nimmt, was die Menschen um ihn herum haben, was schon da ist, und gibt ihnen das, was sie brauchen. Schauen wir uns die Weingeschichte nochmal an, in Kana. Er hätte ja auch, also wenn man es schon um große Wunder gegangen hätte, er hätte ja auch sagen können, wie Mose. Also erinnert euch, Mose, der auf der Wüstenwanderung irgendwann sagt das Volk zu ihm, wir verdursten. Mose sagt, kein Problem, nimmt seinen Stock, schlägt gegen den nächsten Stein, gegen den nächsten trockenen Felsblock und es sprudelt Wasser heraus. Das wäre doch was gewesen. Jesus nimmt einen Stecker und haut gegen die Küchenwand und es sprudelt Wein raus. Das wäre ein Wunder gewesen. Das wäre beeindruckend gewesen. Das wäre wirklich klasse. Das wäre ein Wunder gewesen. Stattdessen nimmt er das Wasser, das die Menschen schon geholt haben, in Krügen, die sie gebaut haben, damit Wasser darin sein könnte, das man braucht zum Abspülen. Das war nämlich Spülwasser. Also er nimmt das Wasser, das da rumsteht, und er verwandelt dieses Wasser in Wein. Es geht ihm also gar nicht ums
riesengroße. Oder bei der Speisung der 5000, er hätte wie einst Gott in der Wüste für das Volk Israel Manna vom Himmel herunterfallen lassen. Das wäre ein Wunder gewesen. Da wäre er am nächsten Tag in der Zeitung gestanden. Ja, oder was auch immer das Äquivalent in Jerusalem gewesen wäre. Ja, Jesus lässt Manna vom Himmel fallen, wie Mose auch. Stattdessen nimmt er, was dieser unbekannte, namenlos gebliebene Junge dabei hatte, ein paar Brote und 2 Fische, das Abendessen, das ihn seine liebende und sorgende Mutter eingepackt hat, die einzige in der ganzen Geschichte, die daran gedacht hat, dass man vielleicht nach einem ganz langen Tag Jesus zuhören, abends hungrig sein kann. Eine einzige Mutter denkt dran. Also, hallo. Und er nimmt dieses Geschenk der Liebe und der Fürsorge einer liebenden Mutter und verteilt es so lange, bis genug für alle da ist und noch viel mehr. Und zum Dritten passiert etwas, was, glaube ich, das größte Wunder von allen ist und das Schwierigste. Jesus verwandelt die Menschen, die beteiligt sind. Das ist das Schwierigste von allen. Menschen verwandeln, Menschen bewegen, Menschen zu dem rufen und machen, was sie von Gott her sind. Menschen dahin zu bringen, dass sie etwas tun, was eigentlich gar nicht ihr Plan gewesen war. Ganz ehrlich, auf Wasser laufen ist einfacher. Ganz ehrlich, einen Sturm stillen ist einfacher. Ich kenne mich selber und ich weiß, wie dick mein Schädel manchmal sein kann. Also da traue ich Jesus eher zu, dass er aus trockenen Steinen Wasser schlägt, als aus meinem Dickkopf manchmal eine neue Idee, ein neues Leben. Liebe Gemeinde, und er macht es nicht nur mit einem, sondern er macht es mit vielen. Denn eigentlich müssten diese Wunder nicht Speisungswunder heißen, sondern Gemeinschaftswunder. Die Hochzeit war ja schon am Auseinandergehen. Also die Erste haben schon zusammengepackt und sich überlegt, sage ich jetzt also ihr kennt diese Situation auf einer Party, wenn der Erste dann Ade sagt, sagen alle anderen auch Ade. Ja? Und genau da waren sie auf dieser Party. Also der Erste hat sich schon überlegt, er geht jetzt zum Bräutigam und sagt, also vielen Dank fürs Fest, haben morgen noch was vorgegangen. Ja? Und dann wären alle anderen auch gegangen. Die Hochzeit war schon am Auseinandergehen, weil nicht mehr genug zum Feiern da war. Da gibt Jesus im Überfluss und lässt das Fest erst richtig entstehen. Oder damals da auf dieser Ebene, wo die Leute saßen, die saßen da und wollten eigentlich nur zuhören, jede und jeder mit seiner ganz eigenen Frage, mit seinem ganz eigenen Problem, mit ihrer ganz eigenen Vorstellung davon, was Jesus gerade sagte. Und dann gibt Jesus im Überfluss und es entsteht im gemeinsamen Essen eine Gemeinschaft, wo vorher nur eine Menge von Leuten war. Stellt euch das mal wirklich bildlich vor. Also vorher sind sie irgendwie alle möglichst eng zusammengestanden, damit sie Jesus hören konnten. Und dann sagt Jesus, lass sich die Leute hinlagern. Also macht kleine Kreise, macht kleine Krüppler, wo die Leute sitzen können. Jeder hat sich irgendwie geguckt, wo er sich gescheit nachsetzen kann. Und vielleicht hat tatsächlich noch einer eine Decke dabei gehabt, auf die man sich draufsetzen kann. Und man hat sich zusammengesetzt in kleine Gruppen. Und dann bringen die Jünger Essen und noch mehr Essen. Und sie gehen nochmal rum und sagen, da hat da jeder genug, kennt was, du brauchst nochmal hier, da, gar kein Problem. Jesus ist immer noch am Austeilen. Eigentlich müssten diese Wunder Gemeinschaftswunder sein. Und mir sind diese 3 Punkte deswegen so wichtig, weil ich glaube, dass sie tatsächlich als Wunder etwas mit uns zu tun haben, und zwar ganz direkt. Ich glaube, dass gerade diese Speisewunder, diese Gemeinschaftswunder uns, also die paar Leute, die wir jetzt hier sind, uns hineinnehmen in eine Begegnung mit Jesus. Ich glaube, dass wir eingeladen sind, eben nicht einfach nur passive Leserinnen und Leser, unbeteiligte Hörerinnen und Hörer zu sein, sondern dass wir ganz, ganz, ganz aktiv an diesen Wundern von Gemeinschaft teilhaben sollen. Dass wir ganz aktiv miterleben dürfen und sollen, was dieses Wunder ist.
Zum Ersten, wir dürfen diese Wunder erwarten, und zwar in unserem täglichen Leben. Also, der nächste Sturm wird jetzt wahrscheinlich eher nicht gestillt werden. Und ich werde jetzt nicht über den Max-Eidsee laufen versuchen. Aber diese Wunder sind da. Und wir brauchen unsere Gebete und Erwartungen eben nicht beschränken oder aufheben für die ganz großen Sachen. Ist euch auch schon mal so gegangen? Ich hebe mir mein Gebet lieber auf und ich rufe lieber um Hilfe, wenn ich was ganz Wichtiges habe. Also wenn ich so krank bin, dass die Ärzte nicht mehr weiter wissen, dann werde ich beten und auf ein Wunder hoffen. Aber die anderen Sachen, damit belästige ich Gott gar nicht erst. Den Streit im Büro, den blöden Kollegen, der mich blöd behandelt, das Missverständnis in der Partnerschaft, die Bitte, dass das Fest am Wochenende schön wird, also ich meine jetzt das Wochenende in ein paar Wochen, wenn wir wieder CSD feiern und wir alle wieder in der kreativen Panik sind, die Suche nach dem Job, all diese kleinen Dinge, die Gemeinschaftswunder zeigen, dass wir sogar mit Brot und Fisch, also mit unserem Abendessen, zu Gott kommen dürfen. Keine Bitte ist zu klein, als dass wir sie nicht vor Gott bringen dürfen. Und das bedeutet, keiner und keine von uns ist zu klein, als dass wir nicht vor Gott hintreten dürfen und sagen dürfen, Gott, ich brauche Hilfe. Zum Zweiten, so wie Jesus das benutzt hat, was die Menschen gebracht haben, so wird auch Gott das benutzen, was wir mitbringen. Also vielleicht wird tatsächlich nicht Manna vom Himmel fallen und ich werde jetzt nicht auf diese Wand da hinter mir einprügeln, solange bis Wasser raussprudelt. Aber Gott nimmt das, was wir haben, und legt ein Wunder da hinein. Also das fängt bei mir bei den Heilungswundern an. Also ich wundere mich immer noch, dass Aspirin funktioniert. Also wenn ich Kopfweh habe, dann nehme ich eine Pille und mir geht es wieder besser. Warum soll das kein Wunder sein? Gott hat irgendjemand diese gnadenlos tolle Idee eingegeben, dieses Medikament zu erfinden. Also größeres Wunder geht es doch gar nicht. Jedes Mal, wenn wir eine Kopfschmerztablette nehmen, geschieht in meinen Augen ein Heilungswunder. Oder dieses Wunder von Internet. Also ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding funktioniert. Aber irgendjemand guckt in dieses Ding rein und findet dann auf einer anderen Seite eine Adresse und setzt sich in Zug, Bahn, Auto oder wie auch immer, Flugzeug und ist heute hier. Und es ist den meisten von uns irgendwann so mal passiert. Dann nimmt Gott, was wir haben, und dann entsteht was Neues. Da hat jemand eine Idee zu sagen, wir feiern dieses Regenbogenfest, das wir CSD nennen, und wir machen eine Parade und wir machen eine Hockeze. Und letztes Jahr ist dieses Wunder tatsächlich passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es erlebt habt. Wir hatten eigentlich 1000 Leute angemeldet bei der Parade, also das CSD-Komitee. Auf einmal kommt Polizei und sagt, da hinten stehen 1500 Jugendliche auf dem Erwin-Schädtle-Platz. Die haben es im Internet gehört, auf Facebook oder wo auch immer Jugendliche heutzutage das hören. Und die sind alle da und die haben alle irgendwelche Regenbogenfahnen dabei und haben sich Regenbogenfarben ins Gesicht geschmiert und sie wollen alle dabei sein. Was machen wir? Sie haben sie mitlaufen lassen. Und es entstand das Wunder einer wunderbaren Situation. Und sie saßen bis Mitternacht auf dem Schlossplatz und haben miteinander geredet und haben vielleicht ihre Wasserflaschen miteinander geteilt. Und Brot und Fisch, die sind dabei. Brot und Fisch wahrscheinlich nicht, aber ihr kriegt ja die Idee. Da ist ein Wunder geschehen. Gott nimmt, was wir haben, und Gott gibt uns in dem, was wir bringen, das Wunder, das wir immer wieder sehen, das wir Gemeinschaft nennen. Und zum Dritten geschieht dann auch für uns das, was auch den 5000 geschehen ist oder bei der Hochzeitsgesellschaft, als der Wein ausgegangen war.
Nicht, dass wir nachher Fisch haben und Brot und Wein. Haben wir alles drei nicht, aber steht Kaffee dahinter. Und Tee. Ich glaube, es sind von letztem Mal auch noch Kekse übrig. Und Windbeutel gibt's. Also für diejenigen unter euch, die nicht aus dem Schwäbischen kommen, das sind so sahnegefühlte, luftige Teilchen. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir hier einen Raum haben, wo wir stehen dürfen, miteinander, beieinander und wo wir herausfinden können, wie heißt du eigentlich? Wo kommst denn du her? Und wie kann hier eine Gemeinschaft entstehen? Eine Gemeinschaft, die größer ist als dieser Gottesdienst, die größer ist als diese Predigt. Wo es um die Predigt gar nicht ankommt, sondern auf das, was wir einander erzählen. Wo 2 oder 3 beieinander sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Jesus sagt nicht, wo einer vorne steht und predigt, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus sagt nicht, wo ein Haufen Leute ein riesiges Gebäude baut, in dem es halt, da werde ich auch sein. Sondern er sagt, da wo eine Gemeinschaft ist, da bin ich bei euch. Und das ist das Wunder, das wir miterleben dürfen. Immer wieder neu, immer wieder für uns und immer wieder mit uns. Dieses Wunder sei mit euch allen.